Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Buschkraft Hessen. Und ja, wie ihr es ja gelesen habt, heute wären eigentlich meine Lova dran gewesen, nach einem Jahr. Aber das Wetter war so schlecht heute den ganzen Tag, da ging gar nichts. Jetzt ist gerade mal ein bisschen heller. Gut, ich zeige euch mal kurz ein Bild und dann quatschen wir mal. Ja, ihr habt es gesehen, da ist ein großes Loch an der Seite mal wieder. Nach einem halben Jahr war ja die Seite schon aufgerissen. Ich verlinke euch nochmal das Video, wo ja die ersten größeren Beschädigungen zu sehen waren. Ja, also, was soll ich sagen? Klar, natürlich, ihr kennt ja meine Laufleistung, ich mache jetzt mit den Stiefeln, zu eigentlich allen meinen Stiefeln, immer so ein paar Videos dazu und sage auch, wie weit ich so im Durchschnitt laufe im Jahr damit. Ja, ich weiß halt nicht, es sind halt nicht so ganz günstige Schuhe gewesen. Im Angebot, wie gesagt, 180 Euro. Aber ja, wie gesagt, ich bin ja auch kein Bergsteiger. Also ich weiß, viele von euch werden sagen, ja, da musst du die und die Schuhe holen. Da hatten wir auch schon bei den Schuhen von Decathlon ja das Thema. Aber ich versuche halt immer so Sachen anzuziehen, die auch für das, für was ich sie nutze, halt zugeschnitten sind. Was nützt es mir, wenn ich mir so richtig klobige Bergsteiger-Wanderstiefel kaufe, die, keine Ahnung, 3 Kilo wiegen. Und ich laufe hier, ihr seht, wo ich laufe, Wald, Wiese, Feld, Feldweg, Waldweg, bisschen mal im Wald, bisschen Asphalt, also das ist, glaube ich, ein bisschen over the top. Und da dann halt dann auch irgendwie, keine Ahnung, für so richtig gute Dinge. Ich meine, es gibt sicherlich ganz viele Leute von euch draußen, die wissen, was ich meine und was für Schuhe das sind. Und die kosten dann 350, 400, 450 Euro. Das ist ja, da würde ich ja mit Kanonen auf Spatzen schießen im Endeffekt. Und darum weigere ich mich innerlich irgendwie so ein bisschen, solche Stiefel in unserer Umgebung zu tragen. Deswegen bin ich auch nicht sauer. War ich auch bei den Decathlon nicht. Weil ich der Meinung bin, ja gut, die Lova haben jetzt 180 Euro gekostet, aber die sind auch wieder über 1000 Kilometer gelatscht. Ja, keine Ahnung, ihr wisst ja. Also nicht schlecht, nicht gut. Das ist für mich wiederum eine neutrale Geschichte, wie gesagt auch bei den Decathlons. Das Einzige, was mir halt auch aufgefallen ist bei den Lova, so nach 8, 9, 10 Monaten war die Wasserdichtigkeit weg. Also wenn dann hier ein bisschen das höhere Gras ein bisschen Tau hatte, da habe ich vorne waren meine Fußspitzen komplett durchnässt. Stellt euch da mal ein kleines Bild ein. Und ja, ich nehme an, hätte man da vielleicht mal zwischenzeitlich mal so eine Dose Imprägnierungsspray draufgesprüht, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Aber ich weiß auch nicht, ob das Sinn der Sache ist, weil hier geht es ja um den Stoff, die Struktur von dem Stoff. Der sollte ja eigentlich wasserundurchlässig sein. Und hier gehe ich einfach auch davon aus, dass vielleicht durch das Schwitzen da vielleicht irgendwie auch Salzablagerungen waren, so mikroskopisch kleine. Die sind ja dann auch wasserziehend, also weiß der Kuckuck, warum das so ist. Wie gesagt, wahrscheinlich hätte es geholfen, mal zwischendurch zu imprägnieren. Also da bin ich jetzt auch nicht wirklich böse drum. Für mich ist es natürlich jetzt wiederum interessant, was werden die nächsten Stiefel?
Ich habe jetzt schon überlegt, Hikes zum Beispiel. Ja, das weiß ich aber noch nicht. Noch vielleicht ein paar andere. Also ich muss mal gucken, ihr habt mir ja auch schon mal ein paar Vorschläge gemacht. Wie gesagt, wenn es sich so um die Art von Stiefeln dreht, die ich jetzt hier habe, nehme ich das gerne auf. Aber wie gesagt, wenn da halt so richtig fette, dicke Bergsteiger an der Stiefel drin sind, dann fallen die bei mir halt raus. Ja. Gut, ja, das mal zu meinen Nova. Thank you.